Was der Golf für VW ist, ist der Corsa für Opel. Seit 1982 gibt es ihn schon und 14,5 Millionen Mal wurde er weltweit verkauft. In Großbritannien und in Deutschland ist er der beliebteste Kleinwagen 2021 und 2022 gewesen und deswegen ist das Grund genug für mich, den Flitzer mal zu testen. Als Kind bin ich im Opel Corsa von meiner Oma immer mitgefahren. Hier habe ich die 6. Generation und die sieht schon wirklich ganz anders aus. Persönlich finde ich die jetzt richtig schick. Wir sehen hier diese LED-Scheinwerfer, die so aggressiv aussehen. Ich finde, das haben sie richtig gut hinbekommen. Der Corsa sieht generell etwas sportlicher aus. Gibt es jetzt auch schon optional mit Matrix-LED-Lichtern. Und wenn wir zur Seite kommen, dann steht er auf 16 Zoll Leichtmetallfelgen. Und auch die Abmessungen haben sich schon zum Vorgängermodell etwas geändert. Und zwar haben wir hier 4,6 Meter Länge, das heißt 4 Zentimeter länger als das Vorgängermodell. Wir haben eine Breite von 1,96 Meter inklusive der Außenspiegel, das ist 2 Zentimeter breiter als das Vorgängermodell und 1,43 Meter ist er hoch und deswegen 10 Zentimeter flacher. Man sitzt auch im Fahrersitz 3 Zentimeter tiefer als beim Vorgängermodell. Also ihr seht, die Abmessungen haben sich dann doch ein wenig geändert. Was die Farben anbelangt, ja, da geht man mit dem Trend. Das heißt, wir haben hier auch ein schwarz farblich abgesetztes Dach. Mit diesem Blauton harmoniert das wundervoll, finde ich. Das Heck finde ich auch sehr gelungen. Auch hier haben wir LED-Scheinwerfer in diesem sportlichen Design und einen Dachkantenspoiler. Ich bin jetzt gespannt, wie es im Interieur aussieht. Jeder, der unsere Videos gerne schaut, weiß, dass ich immer etwas kritisch bin, wenn es ums Interieur geht bei einem Opel. Und auch hier muss ich wieder etwas Kritik ausüben. Sie sparen halt immer bei den Materialien. Und zwar haben wir auch hier wieder Hartkunststoff. Und ja, das fühlt sich dann immer etwas, naja, nicht so wertig an. Allerdings will ich ja auch was Positives sagen. Hier am Armaturenbrett, finde ich, haben sie ja nicht ganz so einen Hartkunststoff, sondern es ist so fast ein bisschen Soft-Touch und hat auch ein bisschen eine andere Oberfläche, hebt sich dadurch auch vom Design her ein wenig ab und finde ich, fügt sich sehr schön ein in diese Armaturenbrettlandschaft. Die Mittelkonsole besteht aus einem 7 Zoll Touchscreen. Das kann optional, wenn man das Navi Pro nimmt, dann auf 10 Zoll erweitert werden. Es ist umrandet von Klavierlack und darunter haben wir jetzt dann auch noch die Klimaanlage, die sich ja mit Knopfdruck und Drehreglern steuern lässt. Ansonsten schaue ich auf ein digitales Cockpit. Auch hier 7 Zoll, das finde ich sehr übersichtlich. Man hat wirklich hier zentral die Geschwindigkeit und dann auch eben die Verkehrszeichenerkennung oben. Man wird nicht mit einer Informationsflut überladen, sondern es ist einfach das Wesentliche, finde ich also auch sehr positiv. Ich gebe für die Optik 4 von 5 Sternen, weil ich finde, optisch außen macht er echt was her. Da hat sich wirklich was getan und die 6. Generation, ja, die kann was. Vor allem, wenn man sich sonst die Kleinwagen so ansieht. Die Konkurrenz ist ja groß, da sticht er schon raus. Im Interieur, ich bin jetzt kein Riesenfan, deswegen gibt es den Sternabzug, aber muss sagen, auch hier bemüht und es gibt ein paar kleine Details, die mir ja auch ganz gut gefallen, designtechnisch. Was sagt ihr zum Interieur? Seid ihr da genauso kritisch wie ich? Oder gefällt euch das richtig gut und ihr findet, ich bin ein bisschen zu hart? Lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Beim Fond gibt es nicht viel zu sagen, denn hier wurde wirklich alles sehr einfach gehalten. Die Türen sind nur aus Hartkunststoff. Auch hier gibt es keine USB-Anschlüsse oder ähnliches. Also man hat wirklich auf alles verzichtet. Dennoch ist der Sitzkomfort hinten relativ gemütlich. Vor allem für einen Kleinwagen finde ich es ganz gut. Auch die Beinfreiheit finde ich erstaunlich gut. Hier ist der Sitz auf meine Größe eingestellt, also 1,63 Meter und ich habe genügend Platz hier nach vorne. Aber auch beim Beifahrersitz, der auf 1,80 Meter eingestellt ist, geht es noch ganz gut hinten und man kann auf jeden Fall noch gemütlich Platz nehmen. Nach oben hin habe ich auch erstaunlich viel Kopffreiheit. Für so einen Kleinwagen ist es wirklich nicht schlecht, muss ich sagen.
Im Kofferraum verbergen sich 309 Liter Ladevolumen. Wenn wir die Rücksitze nach vorne klappen, sind es sogar 1081 Liter. Und somit rangiert er sich in der Konkurrenz ziemlich mittig ein zwischen einem Fiesta mit 292 Liter Ladevolumen und einem Polo mit 351 Liter Ladevolumen. Ist also grundsolide. Man sieht, wir können hier circa 2 bis 3 Getränkekisten einräumen. Die Ladekante ist allerdings relativ hoch. Das ist vielleicht ein kleiner Minuspunkt. Insgesamt gebe ich aber fürs Platzangebot 4 von 5 Sternen. Ich finde, für einen Kleinwagen ist es super gut, super solide und man kann auf jeden Fall einiges mitnehmen. Unterwegs mit dem Opel Corsa sind mir natürlich wieder ein paar positive und ein paar negative Fahreigenschaften aufgefallen. Ich starte mit den positiven und zwar ist mir da aufgefallen, dass die Leistungsentfaltung sehr gut ist. Man muss sagen, wir haben hier einen durchzugsstarken Motor, der das Gas gut annimmt und das für eine Leistung, die eigentlich mit 101 PS nicht wahnsinnig sportlich ist und 1,2 Litern, aber dafür fährt er sich sehr gut und nimmt das Gas gut an und macht auch Spaß beim Fahren. Ein zweiter positiver Aspekt sind die Assistenzsysteme, da gibt es nämlich serienmäßige schon einige dabei und das finde ich immer sehr gut, vor allem bei so einem preiswerten Auto. Was haben wir denn alles für Assistenzsysteme hier serienmäßig dabei? Und zwar einen Tempomaten zum Beispiel, Verkehrszeichenerkennung ist dabei oder Frontkollisionswarner mit Gefahrenbremsung und auch einen Spurhalteassistenten, also top. Zu guter Letzt ist mir besonders positiv aufgefallen die Innenraumgeräusche und zwar hört man die nämlich relativ wenig. Im Kleinwagensegment kennt man sehr oft, dass es relativ laut werden kann. Hier finde ich, ist es aber sehr gut gedämmt und deswegen sehr positiv hervorzuheben. Natürlich sind mir auch ein paar negative Aspekte aufgefallen und darunter fällt die Lenkung. Die ist zwar relativ präzise und halbwegs direkt, würde ich sagen, aber sie ist eben auch ein bisschen, also schon so eine City-Lenkung, das heißt dieses bisschen schwammige, leichtgängige. Und da muss ich sagen, ja, das gefällt mir persönlich nicht so gut, vor allem wenn man dann in höheren Geschwindigkeitsbereichen ist, ist es auffällig und dann geht ein wenig von der Fahrdynamik verloren. Wir haben jetzt das 6-Gang-Schaltgetriebe, es gibt es auch als Automatikgetriebe, dann gibt es nämlich auch Fahrmodi und dann haben wir Eco-Modus und zum Beispiel eben auch den Sportmodus und im Sportmodus ist die Lenkung dann etwas direkter und die Gasannahme auch etwas direkter und ich glaube, dann hat man ein bisschen mehr von dieser Fahrdynamik. Ein zweiter negativer Aspekt ist die Fahrwerksabstimmung und zwar finde ich, ist es ziemlich ein straffes Fahrwerk und man merkt einfach sehr viel von den Bodenwellen und den Unebenheiten und ja, das ist bei so manch anderen Kleinwagen ein bisschen besser abgestimmt. Mein Fazit zum Fahrverhalten. Ich gebe 4 von 5 Sternen. Ich finde nämlich, man muss auch ein bisschen den Preis immer im Hinterkopf behalten. Das ist ein kostengünstiges Auto, vor allem verglichen zur Konkurrenz kann er dann mit dem Fahrverhalten auch echt mithalten. Es fährt sich flüssig. Ich finde auch, dass eben die Leistungsentfaltung sehr gut ist. Die Lenkung, ja, die ist ein bisschen Geschmackssache, aber auch darüber lässt sich hinwegsehen. Das Fahrwerk ist ein bisschen straffer abgestimmt, mögen manche sehr gerne. Daher auch hier, vielleicht ist mein negativer Punkt für andere da draußen auch ein positiver Aspekt und deswegen, ja, bin ich sehr positiv überrascht von diesem Auto. Neu kostet dieses Auto knapp 15.000 € und so wie wir es jetzt haben in der Elegance Ausstattungslinie als Gebrauchtwagen, kriegt man ihn auch für um die 14.000 € und das ist halt einfach günstig. Und dafür fährt er sich sehr gut. Und deswegen gibt es fürs Fahrverhalten auch 4 von 5 Sternen von mir, weil ich finde einfach für die Motorisierung ist die Leistungsentfaltung auch super. Unser Opel Corsa hat 101 PS, 205 Newtonmeter Drehmoment und kommt in 9,9 Sekunden von 0 auf 100. Also man muss sich auch auf der Autobahn keine Sorgen machen. Man kann auf jeden Fall überholen und bei der Beschleunigung hat man auch ein bisschen Spaß. Ja, der ist grundsolide, der Corsa. Ich verstehe, dass er so beliebt ist. Der
Der Corsa in der 6. Generation steht auf der CMP-Plattform wie sein Technikbruder Peugeot 208, zu dem wir übrigens auch ein Video haben. Und ich finde, die Plattform steht ihm sehr gut. Generell ist es einfach ein grundsolides Auto, muss ich sagen. Ich verstehe die Beliebtheit, denn ja, er ist kostengünstig und dafür bekommt man ziemlich viel. Wenn man jetzt nicht so viel Wert legt auf die Innenausstattung und sagt, man möchte einfach ein Auto, das ja solide ist, gut fährt und mit dem man ein bisschen Spaß haben kann und das auch noch gut aussieht auf der Straße, dann ist der Corsa genau das Richtige, denn er startet bei so 14.000 € Neupreis und so wie er hier steht in der Ausstattungslinie Elegance, gibt es ihn auf Autohero für 14.520 €. Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt auf einen Opel Corsa, dann schaut doch auf Autohero vorbei und liked auf jeden Fall das Video, wenn es euch gefallen hat. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um kein Video zu verpassen.